Moin ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. In diesem Video fahre ich bei 35 Grad 100 Kilometer entlang der dänisch-deutschen Grenze. Ich starte in Klangsbøl und beende die Tour in Flensburg. Ich zeige euch wunderschöne Landschaften, übernachte in einem wortwörtlichen Mückenparadies, muss meinen Biwak nachts ungeplant abbrechen und erlebe diesen fantastischen Sonnenaufgang in Dänemark. Meine Kamerahalterung saß des Öfteren nicht optimal, weswegen oft leider nur der Lenker gefilmt wurde. Ich habe trotzdem versucht, ein brauchbares Video für euch zu schneiden. Also viel Spaß beim Zuschauen. Ja Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Wir haben heute in einigen Teilen Deutschlands irgendwie 40 Grad. Ich glaube, hier sind es irgendwie 35 und es ist wirklich warm. Ich darf auf jeden Fall nicht anhalten, weil dann ist es wirklich unerträglich warm. Wir haben jetzt auch schon fast 17 Uhr, aber es ist trotzdem noch schweineheiß. Das sieht jetzt zwar vom Weg her relativ weit weg aus, aber wer schon mal von einem Bullen verfolgt wurde, weiß, wie unspaßig das ist. Also, das Ganze wieder zurück. Ich hatte hier schon eine Kuhweide passiert, war mir dann irgendwie aufgrund der Kälber aber unsicher und wählte deswegen lieber einen anderen Weg. Ich hatte mir das eigentlich ein bisschen anders vorgestellt im Beginn dieses Videos. Ich dachte, ich kann euch nochmal schön das Meer zeigen. Jetzt kommen wir halt hier nicht zum Meer. Jetzt fahre ich direkt quasi zur dänischen Grenze. Ich kann heute leider nicht so oft für euch anhalten und Landschaftsaufnahmen machen, weil ich einfach sterben würde. Es ist einfach so warm, wenn ich aufhöre zu fahren. Ich brauche den Fahrtwind, sonst explodiere ich, glaube ich, gleich. Das liebe ich halt an Dänemark so, ne? Hier ist einfach die ganze Zeit niemand. Ich bin einfach ganz alleine. Alle 5 Kilometer kommt mein Auto entgegen vielleicht.
Aber das war es auch. Also ich habe mich getäuscht, die dänisch-deutsche Grenze, die kommt noch gar nicht. Das dauert jetzt noch ein bisschen. Aktuell sind wir immer noch in Dänemark. Es war auf jeden Fall smart, irgendwas mit Schokolade heute mitzunehmen. Natürlich alles geschmolzen ist. Alles voll Schoki. Yay! Und wieder in der BRD. Ich finde, aus der Ferne vergisst man irgendwie immer, wie riesig diese Windräder eigentlich sind. Die sind einfach riesig.
Ja. Irgendwas quietscht hier. Ich hoffe, das ist nicht das Gaffertape an dem Flaschenhalter, den ich noch fixen musste. Gleich mal überprüfen. Okay, also ich habe die Straße gefunden, aber der Radweg, der ist da drüben hinter einem Graben. Also muss ich jetzt hier wohl auf der Schnellstraße fahren. Aber sieht soweit relativ leer aus. Ich komme hier ja gleich irgendwo rüber. Oh, aber der Asphalt ist supi. Ah ja. Als es anfing zu dämmern, bemerkte ich plötzlich tausende kleine Babyfrösche auf dem Boden. Es war wirklich eine Herausforderung, keinen zu zertreten, weil sich plötzlich der ganze Boden bewegt hat. So machte ich mich dann bettfertig und legte mich in meinen Biwaksack. Ich habe lange überlegt, inwiefern diese Nacht im Video thematisiert werden soll, ohne die Negativität überwiegen zu lassen. In Kurzform also hier der Ablauf der Ereignisse. Ich kam am Trekkingplatz an und traf auf ein wirklich super liebes Ehepaar, welches auf einer Fahrradtour Richtung Norden mit ihrem Hund unterwegs war. Wir quatschten sicherlich über eine Stunde. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, mit den beiden auf dem Platz zu nächtigen, und sie sagten mir, dass sie bereits gegen 3 Uhr aufbrechen wollten, da es an diesem Wochenende wirklich sehr, sehr warm war und sie somit die kühlen Morgenstunden nutzen wollten. Wir wünschten uns eine gute Nacht und sie gingen in das Shelter und ich in meinen Biwaksack zum Schlafen. Ich war gerade etwas weggedämmert, als ich in der Ferne eine Frauenstimme und ein Kind hörte. Sie bauten dann ihr Zelt ziemlich genau neben mir auf. Okay, kein Problem, dachte ich. Auch, dass es mit Kind nicht möglich ist, super leise zu sein. Ich versuchte weiter zu schlafen. Es war dunkel. Auf einmal fuhr jemand mit einem Fahrrad mit lauter Musik und klimpernden Flaschen in einem Fahrradanhänger auf den Platz. Es folgte noch ein weiterer lauter Gast.
Drogenkonsum und einige Ereignisse, die dazu geführt haben, dass mir die Situation als für mich nicht mehr sicher erschien. Ich also mitten in der Nacht meine Sachen packte und losfuhr. Auch wenn ich wirklich komplett fertig von dem Tag und der Hitze war, hielt ich es in dem Moment für sicherer, einfach abzuhauen. In der Eile konnte ich mein Portemonnaie beim Einpacken nicht finden und musste deswegen dann an der Straße noch einmal alles auspacken. Gefunden habe ich es dann zum Glück noch. Ich finde es schade, dass Trekkingplätze zweckentfremdet werden, denn auf Trekking- oder Fahrradtour waren diese Menschen ganz sicherlich nicht. Die restliche Nacht verbrachte ich dann auf dem Supermarktparkplatz. Das Adrenalin war mal wieder viel zu hoch, um überhaupt noch an Schlaf zu denken. Ich wartete, bis es langsam anfing zu dämmern. Das Warten auf den Sonnenuntergang fühlte sich hier wie eine Ewigkeit an, weswegen ich dann bereits im Dunkeln weiter Richtung Dänemark fuhr. Ich sag's euch, ne, seit der Hund mich eben einmal so übelst gejagt hat, ich habe bei jedem Hof Schiss vorbeizufahren. Ich denke mal, da kommt gleich noch ein Hund. Wisst ihr, so blöd das mit der schlaflosen Nacht auch war, wenn es nicht so gewesen wäre, hätte ich euch vielleicht nicht genau diesen schönen Sonnenaufgang zeigen können. Mir auch echt leid, dass ihr jetzt hier die ganze Zeit meinen angefressenen Apfel sehen müsst, aber ich habe noch keinen Müll gesehen, deswegen muss ich noch mitnehmen. Ich muss auch sagen, ich hätte schon gern echt ein bisschen geschlafen und so langsam merke ich auch, dass ich ein bisschen verrückt werde. Ich rede hier immer schon die ganze Zeit mit den Rehen, die hier irgendwo über den Weg laufen oder den Hasen am Wegesrand. Ich bin auf jeden Fall ein bisschen müde. Ja.